Heute kommt es zum großen Vergleichstest zwischen Fanatec CSL DD, CSL Elite CSW V2.5 und Podium DD1. Was die Wheelbases auf der Rennstrecke abliefern, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Das Fanatec CSL DD und Podium DD1 sind unverkäufliche Testmuster bzw. Leihgaben. Und bei CSL Elite bzw. CSW V2.5 bedanke ich mich für die Leihgabe von Michi und die Testrunden bei Daniel. Es gibt keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bekomme dafür kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, die Testvorbereitung. Alle Infos mit den gewohnten ausführlichen Kapiteln zu Abmessungen, Technik und Co. findet ihr in meinem Kanal. Bitte holt die CSL DD Videos vor ein paar Tagen an dieser Stelle nach. Zur Fanatec Podium gab's unlängst ein sehr ausführliches Vergleichsvideo mit SimuCube. Und mit CSL Elite CSW V2 2.5 war ich jahrelang selbst unterwegs. Diese Videos sind bereits etwas angestaubt, könnt ihr aber ebenso in meinem Kanal finden. Heute kümmern wir uns hauptsächlich um das, was den Unterschied auf der Rennstrecke ausmacht. Um direkt zu vergleichen, ist es ein großer Vorteil, zumindest zwei Rigs nebeneinander aufgebaut zu haben. So habe ich binnen Sekunden das Cockpit gewechselt und konnte ohne langes Umbauen die Unterschiede der Wheelbases herausfiltern. Grundvoraussetzung, um einen Antrieb bis ins Detail spüren zu können, ist ein sehr stabiles Rig. Dies ist mit meinen Rigs von Swedish Rig Designs in Form des Ultimate und Simetic à la K2R gegeben. Und schon kommen wir zum Hauptkapitel, die Rennstrecke. Beim Rennstreckentest handelt es sich um Anwendungen, Strecken und Fahrzeuge, die ich seit langem sehr gut kenne und die es möglich machen, Vergleiche fair zu ziehen. Die genaue Auswahl und Begründungen meiner Testszenarien, die habe ich in den letzten Reviews erläutert. Meine Vorerfahrungen kennen die meisten von euch aus meinem Kanal. Ich bin seit Jahren mit unterschiedlichen Simracing-Produkten der ganzen Palette, von Logitech über Thrustmaster bis hin zu Fanatec und SimuCube unterwegs. In Sachen Power habe ich die Fanatec Podium DD1 heruntergeregelt, das ein Spitzendrehmoment von um die 8 Newtonmeter anliegt. Dies ist dann der Fall, wenn die Force Feedback Power des DD1 im Tuning-Menü auf etwa 33 bis 35% heruntergesetzt wird. Alle anderen Wheelbases wurde freier Lauf gelassen und die Messwerte ermittelt. Bei einer CSL DD im Basiszustand erzielte ich in meinen Tests Peaks von 4,7 Newtonmeter. Das CSL DD Boost Kit Bundle erreichte 8,8 Newtonmeter und ein CSL Elite kommt in meinen Tests auf Peaks von 6,8 Newtonmeter. Die CSW V2 2.5 Wheelbase findet sich bei 8 Newtonmetern ein. Um die Kraft miteinander vergleichen zu können und warum ich in meinem letzten Review zu der Aussage komme, dass sich eine CSL DD mit Boost Kit etwa dreimal so kräftig wie die 5 Newtonmeter Basisversion anfühlt, muss ich mathematisch etwas ausholen. Damit an einem Lenkrad ab einem Durchmesser von 28 cm aufwärts und einem Gewicht von gut 1 Kilogramm eine Kraft überhaupt spürbar wird, benötigt es ein Drehmoment von mindestens 3 Newtonmeter an der Wheelbase-Achse. Alles, was über diese 3 Newtonmeter darüber hinausgeht, das nimmst du dann als vergleichbare Power wahr. Entscheidend ist somit die Differenz von dem Grundwert von 3 Newtonmeter und dem Spitzendrehmoment, dem sogenannten Peak. CSL DD Boost Kit packt zu den 3 Newtonmeter Grundwert mit einem Peak von knapp 9 Newtonmeter somit etwa 6 Newtonmeter zusätzlich drauf. Die Basisversion legt zum 3 Newtonmeter Basiswert hingegen nur 2 Newtonmeter dazu. Somit haben wir eine Differenz, den sogenannten Gap, von 6 Newtonmeter versus 2 Newtonmeter. Und somit könnt ihr meine Aussage nachvollziehen, warum sich die CSL DD Boost Kit etwa dreimal so kräftig anfühlt wie die Basisversion mit 5 Newtonmeter. Die ehemalige CSL Elite fühlt sich gut doppelt so kräftig an wie eine CSL DD in der 5 Newtonmeter Basisversion. Eine CSW V2.5 hinterlässt einen gut 2,5 mal so kräftigen Eindruck wie CSL DD mit knapp 5 Newtonmetern in der Basis. Vom Antriebskonzept unterscheiden sich die beiden nicht mehr erhältlichen CSL Elite und CSW Wheelbases durch den Antrieb. Damals kam ein Riemenantrieb zum Einsatz und bei den aktuellen DD Wheelbases sitzt das Lenkrad direkt auf der Motorachse. Somit wird jegliches Spiel einer Riemenkonstruktion durch die DD-Bauweise eliminiert. Die Basisversion mit auf 5 Newtonmeter gedrosseltem Drehmoment
lässt diesen Unterschied der Bauweise nur an der Oberfläche erahnen. Hier ist die Power einfach zu gering, um große Unterschiede im Antriebskonzept herauszufiltern, herauszuarbeiten. Man muss hierbei erwähnen, dass Fanatec mit CSL Elite und vor allem CSW V2.5 sehr hochwertige Riemenantriebe mit nur wenig Spiel verbaut hat. Der Unterschied zwischen Riemenbase und Direct Drive wird erst mit dem CSL DD Boost Kit und der Power von über 8 Newtonmeter spürbar. Sehr deutlich vernehme ich den Unterschied zwischen CSL Elite und CSL DD Boost Kit. Hier arbeitet CSL DD Boost Kit Streckendetails heraus, die mit CSL Elite im Antrieb verschwinden. Das Force Feedback ist dadurch wesentlich klarer und deutlich transparenter. Ebenso am Peak ist die Rückmeldung besser vernehmbar. CSW V2.5 setzt sich in Sachen Antrieb vor CSL Elite, kommt aber an CSL DD Antrieb nicht heran. Um dies in Worte zu fassen, würde ich sagen, dass der Unterschied im Antrieb zwischen CSL Elite und CSL DD Boost Kit sehr deutlich spürbar ist. Verglichen mit CSW V2.5 ist dies immer noch deutlich. Wie sieht's nun mit dem Vergleich einer Podium DD1 Wheelbase aus, die auf das Drehmoment der CSL DD Boost Kit Version von um die 8 Newtonmeter gedrosselt wurde? In diesem Vergleich fühlen sich beide Wheelbases nicht gleich an und das mag auf den ersten Blick vielleicht verwundern. Hier müssen wir den zweiten Blick auf den Quick Release richten. Bei CSL DD wurde der Quick Release aus Metall im Rohzustand belassen. Bei CSL Elite und CSW V2.5 kam ein O-Ring aus Kunststoff zum Einsatz, der als kleiner Puffer diente, und bei Podium DD1 wird eine Kunststoffhülse mit einer Überwurfmutter zwischen Achse und Lenkradaufnahme gequetscht, um das Spiel gerade bei höheren Drehmomentkräften zu minimieren und somit Beschädigungen zu vermeiden. Diesen Umstand spürst und hörst du dann. Hier einmal der Geräuschvergleich, wenn man mit rauen Settings eine Vollbremsung mit CSL DD hinlegt und das Blockieren der Räder simuliert wird. Hört einmal rein. Im Gegensatz dazu hört man mit Podium DD in diesem Fall sehr wenig. Das liegt eben daran, dass bei CSL DD Metall auf Metall trifft, welches die Effekte und Geräusche ungefiltert transportiert. Im Gegenzug ist aber ein leichtes Spiel zwischen Achse und Lenkrad gegeben und vernehmbar. Bei Podium DD trifft Metall auf Kunststoff und Metall und somit wird dieses Spiel minimiert, die Übertragung der Effekte hingegen etwas gedämpft. In diesem Punkt ist ein rein objektiver Vergleich der Antriebe erst dann möglich, wenn zwei komplett baugleiche Quick Releases verbaut werden. Fanatec arbeitet bereits an einem neuen Quick Release, der hoffentlich bald für uns alle Endkunden verfügbar sein wird und dieses vergleichbar macht. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt das etwas rauere, metallischere Feedback der CSL DD und das kompaktere und spielfreiere Feedback von Podium DD ein Faktum. Ein weiterer Umstand ist mir bei Podium DD aufgefallen. Im Bereich rund um den Peak fühlt sich das Feedback etwas voluminöser an. Hier habe ich das Gefühl, dass das Force-Feedback an der Grenze von Haft zu Gleitreibung noch präsenter und wuchtiger spürbar ist. Und so kommen wir zu unserem Fazit. Auf den Punkt gebracht liefert Fanatec CSL DD im Boost Kit Bundle eine hervorragende Performance zum fairen Preis von unter 500 € ab. CSL Elite wird in Sachen Force-Feedback Transparenz sehr deutlich und CSW V2.5 immer noch deutlich distanziert. In der Basisversion mit 5 Newtonmeter komme ich zu einem ambivalenten Schluss, da in diesem Kraftbereich nur sehr wenig an das Lenkrad durchdringt. Verglichen mit Podium DD ist das Antriebskonzept auf ähnlicher Höhe. An das Volumen der Podium DD1 kommt CSL DD nicht ganz heran, auch wenn man das Drehmoment auf 8 Newtonmeter herunterdrosselt. Aber es fehlt in meinen Augen nicht viel. Die Charakteristik über den unterschiedlichen Quick Release der beiden Wheelbases ist eine andere und unterm Strich wie immer Geschmackssache. Und so kommen wir weiter zu den Kaufempfehlungen für die unterschiedlichen Zielgruppen. Fanatec CSL DD empfehle ich in der Basisversion um 350 € mit 5 Newtonmeter ausschließlich Anwendern, die sich von einem Logitech oder Thrustmaster T150 bzw. T300 Wheel hochhandeln wollen. Besitzt du jetzt ein CSL Elite oder CSW V2.5, dann würde ich dies nicht gegen ein CSL DD mit nur 5 Newtonmeter eintauschen wollen. Die Krafteinbuße ist in diesem Fall in meinen Augen zu groß und wie erwähnt ist der Wow-Effekt eines DD-Antriebs bei 5 Newtonmeter nur bedingt vorhanden. Im Fall der Boost Kit 180 Version zeichnet sich ein völlig neues Bild.
Bist du mit einer CSL Elite unterwegs, dann kann ich eine klare Upgrade-Empfehlung zum CSL DD Boost Kit Bundle aussprechen. Du wirst die gut 20% mehr Power spüren und der Antrieb operiert auf einem völlig neuen Niveau. Kommst du von einem CSW V2.5, dann musst du dir dieses Upgrade überlegen. Das Kraftniveau verglichen mit CSL DD Boost Kit ist auf Augenhöhe und der Antrieb einer CSW V2.5 ist unter uns gesagt immer noch on top. Versuche dir ganz ohne Hype ein Bild zu machen und stelle eine Kalkulation auf, was dich dieses Upgrade kosten würde. Unterm Strich zählt immer die Leistung, die du pro Euro geboten bekommst. Gehörst du zur Zielgruppe, die den echten Rennsport in Sachen Power simulieren willst, dann kommst du in diesem Vergleich nicht um die Podium DD1 herum. Ich selbst nutze Kräfte im hohen bis sehr hohen Bereich und bin bei einem kleinen Formula Wheel mit Peaks von um die 10 Newtonmeter, bei GT Wheels rund um 12 bis 13 Newtonmeter und bei meinem großen BMW M3 GT2 Wheel mit einem Spitzendrehmoment von 15 Newtonmeter unterwegs. In diesen Regionen wird Simracing schnell zum Sport und das ist klarerweise nicht jedermanns Sache. Trotz meiner objektiven Bemühungen bleibt immer auch eine subjektive Note, die Gott sei Dank auch menschlich ist. Von daher musst du deine Präferenzen und Vorlieben selbst herausfinden und ich hoffe, dir dabei geholfen zu haben. Und was bleibt jetzt nach den ersten Reviews der Fanatec CSL DD als Fazit stehen? Die Fanatec CSL DD Wheelbase überzeugt für mich in der Boost Kit Version vollends und definiert Simracing in diesem Preisbereich neu. Der Generationenwechsel vom Riemen zum Direct Drive Antrieb im bezahlbaren Preisbereich ist Fanatec gelungen. Und vor dem spannenden Ausblick möchte ich mich für euren Support bedanken. Wenn du mich unterstützen willst, dann nutzt bitte die Möglichkeiten in meiner Videobeschreibung unter diesem Video, wie PayPal, Patreon oder den Amazon Affiliate Link, über welchen ihr alle Produkte kaufen könnt und mir Amazon dann ein paar Euronen an Provision ausspuckt. Und so geht's weiter mit dem Ausblick. In den nächsten Wochen werde ich am Vergleich CSL DD mit Thrustmaster TGT2 arbeiten. Ein weiteres Fanatec Review wird sich um die neuen CSL-Pedale samt Klatschkit kümmern. Weitere Projekte wie Lenkradaufsätze von Azelit und eine Teppichunterlage für euer Rig von Speedy Rugs, die kommen auf euch zu. Vielen Dank fürs Dabeisein und vergesst nicht zu liken und lasst gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße von eurem Ron.